In diesem Video seht ihr, wie wir von Iran nach Armenien und dann nach Georgien bis zu der russischen Grenze gefahren sind, was wir dort so gemacht und gesehen haben. Wer die anderen Videos über Iran, Türkei und die anderen Länder noch nicht gesehen hat, kann sich gerne auf unserem Kanal umschauen und den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch die zukünftigen Videos nicht mehr. Der Grenzübergang war diesmal leider nicht so angenehm wie das erste Mal. Wir mussten Importgebühren für die Motorräder bezahlen. Das mussten wir das erste Mal nicht. Wir haben ihm 20.000 Mal versucht zu erklären, dass wir das erste Mal ja auch nichts bezahlt haben und dass wir jetzt nichts bezahlen möchten. Hat alles nichts geholfen und wir mussten dann wirklich 10 Euro pro Motorrad Importgebühren bezahlen. Ihr könnt ja mal auch eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, ob ihr was bezahlen musstet an der armenischen Grenze oder wie es bei euch so ging. Nach der Grenze haben wir dann erstmal Geld besorgt, was zum Trinken und natürlich auch eine Pension gefunden. Es ging am nächsten Tag gleich in der Früh weiter und wir haben einen Rastplatz gefunden, wo wir ausgiebig gefrühstückt haben. Wir haben richtig genossen, dass wir wieder allein sind und unserem gewohnten Reisealltag nachgehen konnten und dass wir nicht mehr von anderen abhängig sind. Die Temperaturen in den Bergen waren sehr angenehm nach der Hitze im Iran. Wir sind bis nach Goris gekommen, wo wir eine gute Pension gefunden haben. Außerdem haben wir eine Versicherung für die Motorräder abgeschlossen und einen Spaziergang durch die kleine Stadt gemacht. Am nächsten Tag ging es dann in die Berge. Dort sind uns sehr viele Imker aufgefallen. Wir haben uns entschieden, auch etwas Honig für unseren Morgenkaffee zu kaufen. Und die Imkerfamilie war sehr nett. Sie hat uns gleich in ihre kleine Hütte eingeladen, Tee und sogar was zum Essen serviert. Wirklich sehr gastfreundlich. Nach einer Zeit kamen dann auch andere Touristen dazu. Es war ganz lustig. Das waren Belgier, die zu Verwandten auf eine armenische Hochzeit gekommen sind. Und es war sogar eine Frau aus Rumänien dabei, also das hat uns sehr gewundert. War lustig. Später sind wir an den Sevansee gefahren und haben einen Zeltplatz gesucht. Obwohl der Sevansee zweimal größer als der Bodensee ist und auch sehr touristisch, war es gar nicht so leicht, einen Campingplatz zu finden. Oft steht es nur auf Armenisch dran und dann weiß man gar nicht, ob da ein Campingplatz ist oder ob ein Hotel da ist.
nächsten Tag sind wir weiter zu der georgischen Grenze, immer durch die Berge und haben übernachtet kurz vor der Grenze in einer Pension, die sehr bekannt unter Reisenden ist. Die Frau gibt sich wirklich Mühe und schafft es mit einfachen Mitteln, einen touristischen Hotspot in Armenien zu betreiben. Der Grenzübergang ging super ohne Ärger und wir sind gleich in Tiflis, die Hauptstadt von Georgien, gefahren und haben ein Hostel gefunden. Da wir früh angekommen sind, haben wir einen Spaziergang durch die Stadt unternommen, wo wir ein paar interessante und sehenswerte Orte besucht haben. Von Tbilisi sind wir bis kurz vor die russische Grenze gefahren, vorbei am russisch-georgischen Freundschaftsmonument und haben kurz vor Stepantsminda einen Campingplatz gefunden, sehr schön und einfach und günstig. Stepantsminda liegt auf der alten Militärstraße oder Heerstraße, wie sie heißt. Die Straße ist schon ganz schön, aber für unseren Geschmack war sie doch zu befahren, weil es der einzige offene Grenzübergang ist zu Russland. Am nächsten Tag war es dann soweit, wir sind an die russische Grenze gefahren, wir waren ziemlich aufgeregt und tatsächlich gab es zuerst mal Ärger bei der Ausreise aus Georgien, weil wir keine Versicherung hatten, mussten wir die Strafe bezahlen, war aber rechtens, also wir wurden informiert, haben aber nach dem ersten Versuch einfach aufgegeben, eine Versicherung abzuschließen und mussten dann 66 € Strafe zahlen. Es war gar nicht so einfach, diese Strafe zu bezahlen, weil wir wirklich 2 Stunden warten mussten. 1 Stunde, um Geld abzuheben und 1 Stunde, um diese Strafe zu zahlen. Also, obwohl wirklich nur eine Person vor uns warten musste. Es war anstrengend und musste nicht unbedingt sein.
Auch die Einreise nach Russland war nicht unkompliziert, aber das seht ihr in dem nächsten Video. Über Feedback oder Kommentare freuen wir uns immer und das motiviert uns, weitere Videos zu machen.